sind früher mit den Eltern auf einem Bauernhof im Emmental. Da hat es so ein Bienenhäuschen gegeben. Das war so eingenistet oder umgeben mit alten Birnenbäumen. Und da ist noch der Rätti rein. Und ich durfte mit ihm in das Häuschen rein. Und einfach der Geruch, die Dunkelheit, das Summen, das hat bei mir irgendwie so ein Gesamtbild erschaffen, etwas ganz Warmes. Es ist Laufen. Es war schon lange von mir ein Wunsch, einen Bienentempel zu machen. Und darum habe ich das auch total spannend gefunden, dass der Auftrag überhaupt am Jahr gekommen ist. Das Ganze ist aus Lehm gebaut. Ganz klein bis ganz gross haben hier Menschen mitgeschafft, freiwillig. Es war einfach eine ganz freudige Atmosphäre und ein richtiges gemeinschaftliches Arbeiten geworden. Das sind eigentlich meine Handabdrücke. Das habe ich dann jede Rille für sich so abgestrichen. Also der Deckputz. Die Bienen haben so ein helles Licht um sich oder so eine helle Qualität. Etwas Heilendes, etwas Gesundes. So erlebe ich das. Allein schon, wenn ich den Honig esse oder den Wachs schmecke. Ich habe das Gefühl, das tut uns Menschen gut. Der Auftrag, Bienenpavillon zu gestalten, ist vom Goetheanum gekommen, und der Demeter-Imkerei am Goetheanum. Das war im Frühling 2021 gewesen. Wir waren noch halb im Lockdown drinnen gewesen. So meint ich. Auf jeden Fall war noch voll Corona am Wirken gewesen. Und ich war im Atelier gewesen und habe den Auftrag gehört und habe mich riesig gefreut, weil ich gerade in dem Moment eben am Entwerfen war von Bienentempel. Ja, das sind meine allerersten Entwürfe. Und eben die Vision von dieser Wüste, von dem Licht, das ich hatte, das habe ich probiert, in eine geometrische Bauform zu bringen. Aber schlussendlich ist witzig, ist der allererste Entwurf, den ich gemacht habe. Bienenzellen, die sich ein bisschen verjüngt nach oben. Jetzt geht es erstmal darum, dass sich die Bienen und die Völker, die jetzt da sind, dass es denen gut geht, dass sich die gut einleben an diesem neuen Ort. Aber die Vision ist grösser. Es entwickelt sich weiter. Ich habe jetzt letzte Woche eine Anfrage von Ägypten bekommen, von SECAM, auch eine anthroposophische Initiative in Ägypten. Und die haben 2000 oder zwischen 2000 und 4000 Bienenvölker. Richtig viel Bienen, und die wollen jetzt das Modell, das hier entstanden ist, dort quasi vervielfältigen oder auch in anderen Formen sprechen, sodass jetzt dort eigentlich grosse Bienentempel dürfen entstehen. Ich reise im Februar nach Ägypten und darf die entwerfen und mit den Menschen dort vor Ort bauen und entwickeln. Also das gibt eine richtige Tempelstadt in Ägypten. Das ist der erste Honig. Made with love.